Achtet zunächst darauf, wenn ihr irgendwo eine Ausfahrt nehmen wollt, dass ihr immer auf den ganz rechten Fahrstreifen rüberwechselt, um die Ausfahrt nehmen zu können. Das liegt daran, weil in Deutschland befinden sich die Ausfahrten immer ausschließlich auf der rechten Seite. Im besten Fall macht ihr dies so früh wie möglich, also bei diesem 1000-Meter-Schild, aber spätestens bei diesem 500-Meter-Schild würde ich schon gucken, dass ich mich rechts einsortiere. So, wenn ihr dann irgendwann bei dieser 300-Meter-Barke ankommt, da wird es dann wirklich mit dem Einsortieren aber höchste Eisenbahn. Orientiert euch aber an der 300-Meter-Barke, dass ihr da immer den Blinker benutzen könnt. Und seht zu, dass ihr euer Tempo auf ca. 120, 130 km/h anpasst. Wenn wir dann bei der Ausfahrt angekommen sind, achtet darauf, dass ihr hier immer ganz vorne reinfahrt. Und wichtig ist, man bremst auf der Autobahn selber noch nicht wesentlich ab. Fahrt hier nicht langsamer als ca. 100 km/h. Sobald wir dann komplett in dem Ausfällungsstreifen drinne sind, müsst ihr sofort einen Anker werfen. Also direkt auf die Bremse gehen. Und schreckt bitte nicht davor zurück, da mal ordentlich auf die Bremse drauf zu latschen. So, wenn ihr dann ordentlich am Runterbremsen seid, ist es überlebenswichtig, immer das Tacho im Auge zu behalten. Sind wir dann hier kurz vor dieser Ausfahrtskurve, wo auch dieses Ausfahrtsschild steht, achtet immer darauf, dass ihr ca. bei 50 km/h seid. Weil Problem ist hier, man gewöhnt sich super schnell an diese hohen Geschwindigkeiten. Und dann könnte das wohl schon mal vorkommen, dass man da mit 130 in die Kurve reinfährt. Wenn ihr dann auf der Kraftfahrstraße die Ausfahrt nehmen wollt, dürft ihr hier natürlich generell nur 100 fahren, aber genauso wie auf der Autobahn ca. 300 Meter vorher blinken. Aber auch hier müsst ihr darauf achten, dass ihr möglichst immer ganz vorne reinfahrt. Hier könnt ihr in der Regel, wenn ihr fahrt, vorher auch schon das Gas wegnehmen und euch rollen lassen. Aber auch hier ist sehr wichtig, dass ihr erst auf die Bremse geht, wenn ihr komplett in dem Streifen drinne seid. Schreckt auch hier nicht davor zurück, mal ordentlich die Bremse durchzudrücken. Auch hier habe ich das Tacho die ganze Zeit im Blick. Und auch hier könnt ihr euch ebenfalls nach diesen 50 km/h richten. Und warum das hier so mega wichtig ist, dass man immer ganz vorne reinfährt und nicht hier hinten, so wie dargestellt. Eine der Hauptgründe ist natürlich, damit der hintere Verkehr nicht unnötig behindert wird, wenn ihr euch da runterbremsen müsst. Aber auch ein ganz wichtiger Grund hierfür, dass hinter euch immer schon parallel Autos da reinziehen können. Und da muss ich immer Angst haben, dass sich da jemand im toten Winkel befindet. Was ja voll unnötig ist, weil ich es ja super leicht vermeiden kann. Und der letzte Grund natürlich, je früher ich reinkomme, desto mehr Platz und Zeit habe ich zum Bremsen.